Du hast es vorhin gesagt, in einem vergleichbaren Unternehmen hat das, wie ich es richtig verstanden, 5 Monate gedauert. Naja, es hat also mindestens mal 5 Monate gedauert mit dem externen, also mit der Beratungsfirma. Und wir haben aber dann noch mal ein gutes Jahr gebraucht, Oh. um die Auswertung dieser Daten überhaupt für uns brauchbar zu machen. Weil das Schöne ist ja, oder das Problem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die Datenerhebung ist ja eine Sache. Die zweite ist, wie arbeite ich damit? Ne? Und auch da bietet halt Tracy halt eine ganz andere Möglichkeit der Auswertung und auch des Weiterarbeitens damit. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, die Daten, die die Mitarbeiter geliefert haben, selber. Und da gibt es keine Ausreden. Ich bin falsch verstanden worden oder der Berater hat das nicht gefragt, sondern alle haben die gleichen Fragen beantwortet, auch zum gleichen Zeitraum. Also auch hier keinen Versatz, erst in Indien und dann in Südamerika und dann wieder in Europa und dann wieder da. Sondern alle haben es gleichzeitig gemacht, im gleichen Zeitraum. Und wir haben ja nicht nur die HR befragt, wir haben ja auch jeden Standort-Geschäftsführer befragt. Auch in der Zentrale wurde einer unserer Geschäftsführer aus der Zentrale befragt, sodass wir auch immer diesen Abgleich auch gleich mit hatten, wie der Kunde, ja, also das Management, die Führungskräfte, wie die Leistung von HR bewerten, was die überhaupt dazu sagen können, wie unsere Prozesse sind. Und auch diese Erhebung hatten wir sozusagen auch noch nebenbei gemacht, was uns natürlich in die Lage versetzt, auch da nochmal mit dem Kunden, mit dem internen Kunden ganz anders in den Dialog zu gehen und dann auch Awareness, Bewusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit, Dinge zu verändern, zu vereinfachen, zu digitalisieren und so weiter. Ja. Okay, wenn du jetzt, ich habe verstanden, es hat einmal die 5 Monate gedauert mit dem externen, dann ungefähr ein Jahr lang die Daten auch zu strukturieren, die dann, by the way, auch schon wieder veraltet waren. Dagegen Tracy gestellt. Wie lange habt ihr davon, wir machen das Projekt bis Ende der Daten, so ein Zeitrahmen? Was war so der Zeitrahmen, den ihr da hattet? Also ich glaube, wir waren extrem schnell unterwegs, weil wir hatten eine Vorabstimmung, was wir machen wollen. Und diese Vorabstimmung lief schon sehr gut strukturiert, sodass wir da schon ganz gut wussten, was wir wollten. Dann hatten wir einen kleinen Delay mit dem Start, aber wir waren alle schon heiß, aber der Delay lag an uns. Wir konnten noch nicht starten. Und als wir dann tatsächlich diese Abstimmung mit diesem, wie gesagt, kleinen Team gemacht haben, ich glaube, 10 Tage später hatten wir schon den Testlauf und ich glaube, 3 Wochen nach Start, also nochmal 10 Tage nach dem Testlauf, haben wir live geschaltet und innerhalb von 2 Wochen, 2,5 Wochen hatten wir dann Ende der Befragung. Wir mussten an 2 Standorten nochmal, hallo, hallo, bitte teilnehmen, bitte auch absenden drücken. Da gab es auch eine, habe ich doch gemacht, ja, so abgesendet. Oh. Ne, dann haben sie abgesendet, dann hatten wir alles.